Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Griechenland bei Athen und ich darf ihn endlich fahren, den Audi RS3 in dritter Generation. Und falls ihr heute alles dazu wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden ihn nicht nur gemeinsam fahren, sondern wir werden auch über die Optik sprechen, über den Innenraum, über den saugeilen Sound und natürlich auch über den Motor. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, und hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Den RS3 werdet ihr da auf jeden Fall auch finden und hier steht er jetzt, wie ich euch schon gesagt habe, in dritter Generation. Seit 2011 gibt es ihn, seit 2015 dann in zweiter Generation auch die Limousine, die ich heute für euch dabei habe und seit 2021 jetzt die dritte Generation. Ich darf die euch heute vorstellen und gleichzeitig auch fahren und ich freue mich tierisch, denn ich bin auch schon mal S3 gefahren. Ich hatte selbst einen. Ich war ein sehr großer Fan davon und vor allem bin ich happy, weil ich habe jetzt hier diese geile Farbe ergattert. Hier auf diesem Trip mit Audi durch Griechenland gibt es genau 3 Farben. Einmal das Kyalami Grün. Jetzt hier bei der Limousine habe ich euch schon im Studio vorgestellt. Falls euch das interessiert, schaut da gerne vorbei. Dann das Tango Rot jetzt noch vorm Sportback und jetzt hier eben Python-Gelb. Ich stehe total auf diese Farbe, vor allem eben mit dem Black-Paket, was wir jetzt hier dazu konfiguriert haben. Das seht ihr jetzt teilweise auch schon hinten, aber wir besprechen jetzt die Optik Stück für Stück. Und wenn wir jetzt vorne über die Optik sprechen, geht es erstmal darum, dass wir jetzt 8 verschiedene Lackvarianten haben. Kimora Grau Metallic kostet keinen Aufpreis, diese hier kostet Aufpreis. Ich finde aber, sie ist jeden Cent wert. Das ist mittlerweile meine Lieblings-Audi-Farbe in Kombination hier eben mit den vielen schwarzen Elementen, die wir bei den Black-Paketen dabei haben. Aber erstmal fangen wir jetzt, wenn Jan vorne angekommen ist, darüber anzusprechen, was hat sich jetzt verändert optisch. Ja, einerseits der Kühlergrill, der ist riesig geworden, breiter, höher ist er geworden und vor allem haben wir jetzt, was ich sehr schön finde, die Raute, die wir jetzt im RS drin haben, auch im Kühlergrill integriert. Ihr seht es jetzt zwischen den Waben, haben wir immer wieder so eine kleine Raute. Das sieht dadurch nochmal ganz anders designt aus. Hier nochmal das Black-Paket Plus drauf, heißt auch die Audi-Ringe vorne und hinten sind in schwarz. Und auch erstmalig jetzt bei einem RS3 ist, dass wir jetzt hier komplett die Umrandung des Single Frames nochmal in schwarz haben. Und auch hier nochmal die Reminiszenz an den Urquattro, diese 3 Luftschlitze. Was ich sehr gerne mag von vorne ist, dass er brutal aggressiv aussieht, brutal böse, also richtig, richtig böse. Und vor allem eben geschuldet durch diese großen Lufteinlässe hier an der Seite. Einmal rechts, einmal links sind beide offen, nicht nur wie beim S3 eben nicht geöffnet. Da ist er an der einen Seite zu, an der anderen offen. Und wir haben jetzt hier das Licht, das auch natürlich böse aussieht und aber auch sehr besonders. Wir haben jetzt serienmäßig LED-Licht und hier jetzt das optionale Matrix-LED-Licht. Und was macht das aus? Nicht nur diese Lichtsignatur, die wir jetzt hier haben, die so unterbrochen ist, auch nicht die Lichtsignatur, die jetzt hier beim A3, beim S3 und beim RS3 anders ist, sondern ihr habt jetzt hier eine Coming Home und Leaving Home Funktion, die mega ist. Denn auf dieser Seite habt ihr hier unten da eine kleine Rennflagge angezeigt und auf der Fahrerseite spielt dann ein RS3 und die Rennflagge durch. Das heißt, wenn ihr euch dem Fahrzeug nähert und eben das öffnet, habt ihr hier nochmal so eine kleine Begrüßung drin. Ich versuche euch ein Schnittbild drüber zu machen, weil mit bloßem Auge sieht man es sehr, sehr gut. Unsere Kameras fangen das leider nicht so gut ein. Wenn wir jetzt hier an der Seite sind, erzähle ich euch noch was zu dem Maß. Und der ist jetzt 4,54 Meter lang, 15 cm länger übrigens als das Sportback, 1,85 Meter breit und 1,41 Meter hoch. Mein S3 hatte ich damals auch als Limousine. Warum? Weil ich finde, dass der A3, der S3 oder auch der RS3 ja mit einer der schönsten Limousinen sind, die es aktuell auf dem Markt gibt, noch damals auf dem Markt gab. Ich stehe hier total eben auf die Dachlinie, die jetzt hier runter geht. Und wenn wir jetzt hier an der Seite stehen, erzähle ich euch so ein bisschen was auch noch zu der Technik, ist ja auch ganz wichtig zu wissen. Und wir haben jetzt hier ein 2,5 cm tieferes Fahrwerk im Vergleich zum A3 und ein 1 cm tieferes Fahrwerk im Vergleich zum S3. Davor gab es eben keinen Unterschied zwischen S3 und RS3. In diesem Fall gibt es jetzt eben schon. Und wenn wir jetzt hier vorne sind, sprechen wir vielleicht erstmal über die Felgen und über die Reifen. Immer 19 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt eine wunderschöne Felge. Ich mag die total gern, weil die in so einem matten Schwarz ist.
Plus wir haben jetzt hier optional noch die Keramikbremsen drauf. Serienmäßig haben die jetzt 18 Zoll, optional eben in Keramik 19 Zoll. Und vorne haben wir jetzt 1 Grad Sturz negativ mehr. Was das genau bedeutet, besprechen wir dann nachher noch bei der Fahrt. Und wir haben vor allem vorne noch 33 mm mehr Spur und hinten 10 mm mehr Spur. Jetzt gibt es hier verschiedene Pakete bei Audi, die ihr wählen könnt. Ihr könnt einerseits euch die VMAX 250 auf 280 VMAX aufpeppen. Ihr könnt aber auch das Dynamik-Paket Plus wählen. Und das hat es absolut in sich. Da habt ihr dann nämlich auch diese Keramikbremsen. Ihr habt ein adaptives DCC und ihr könnt dann vor allem VMAX 290 km/h fahren. Das knallt absolut, kostet aber auch 6.500 €, also ist echt nicht günstig. Und dann gibt es hier noch ein paar andere technische Anpassungen. Also Bremsen wurden optimiert, da gab es ja beim alten RS3 in der zweiten Generation ein paar Probleme. Dann wurde noch an den Newtonmetern rumgedreht. Wir haben jetzt hier nämlich 500 Newtonmeter, also 20 Newtonmeter mehr als im Vergleich zum Vorgänger. Und wir haben jetzt hier einen Torque-Splitter. Torque-Splitter haben wir euch schon ein paar Mal erklärt hier auf dem Kanal, im Vergleich jetzt auch zum Beispiel zum R-Golf. Und was bedeutet das jetzt genau? Wir haben jetzt einerseits eben nicht mehr die ursprüngliche Lösung wie beim alten RS3, dass wir von vorne nach hinten die Kraft über eine Lamellenkupplung bekommen, sondern wir haben hinten 2 elektronisch gesteuerte Lamellenkupplungen, die jeweils die Antriebswelle antreiben. Und man kann das Drehmoment eben ganz nach außen, aufs äußere Rad oder ins innere Rad eben verteilen und dadurch haben wir eben viel einfacher die Möglichkeit zu driften, aber auch eine viel bessere Spurstabilität. Was das genau beim Fahren bedeutet, besprechen wir dann später und jetzt schauen wir uns aber noch weiter in das Heck an. Hinten schwarzer Spoiler drauf, den ich sehr schick finde, den gibt es auch optional in Carbon, übrigens genauso wie auch die seitlichen Elemente. Vielleicht schauen wir da noch ganz kurz hin, weil das habe ich ganz vergessen. Jan ist schon nach hinten gegangen und ich habe mich davon leiten lassen. Wir haben hier hinten noch eine Seitenschwellerverbreiterung in einem Schwarz Klavierlack und die bekommt ihr auch in Carbon. Ich würde sie in Schwarz lassen, ich finde Carbon dann zu protzig. Was ihr auch in Carbon bekommt, sind die Spiegelkappen. Die gibt es in Schwarz, Wagenfarbe, Silber oder eben Carbon. Und Jans hat es euch gerade schon gezeigt. Wir haben jetzt hier an der Seite so eine Öffnung, die jetzt wieder geschlossen ist. Audi hat sich dazu entschlossen, die wieder zu schließen, weil man hier dann eben zu viele Steinschläge letztendlich hatte. Das ist dann natürlich auch keine gute Lösung, aber es sieht von der Seite auf jeden Fall sehr, sehr böse und vor allem sehr, sehr schick aus. Aber es war letztendlich dann leider nicht so gut. Was wir jetzt machen, ist über das Heck sprechen und erstmal schaut euch dieses riesige schwarze Fenster da hinten an. Übrigens hinten auch abgedunkelte Fensterscheiben. Hier dann das Black Paket Plus, RS3, steht jetzt hier nochmal in schwarz drauf. Und hier unten seht ihr jetzt wieder, dass wir dieses Barbenmuster haben mit dem Rautenmuster. Hier übrigens auch nochmal das Rautenmuster mit reingemacht beim Abschlepphaken. Da wurde nicht irgendwie was gerade reingebaut, sondern Audi hat sich nicht nehmen lassen, das auch hier nochmal zu integrieren. Und auch der Stoßfänger ist jetzt komplett anders. Wir haben jetzt hier die optionale Sportabgasanlage mit dabei, die kostet 1.000 € Aufpreis, die macht aber einen sehr, sehr geilen Sound, den hören wir uns gleich an. Diffusor hat euch Jan jetzt auch schon gezeigt, alles in Klavierlack. Und was ich auch sehr gerne mag, ist hier die Rückleuchte, die ist total dreidimensional geformt, da passiert sehr, sehr viel und es finden sich auch viele Elemente, die wir vorne haben, hier eben wieder in der Rückleuchte und auch die hat nochmal so eine Coming Home und Leaving Home Animation. Wie gesagt, ich versuche euch Schnittbilder zu ergattern. Was wir jetzt als nächstes machen, ist noch über den Kofferraum sprechen. 321 Liter hat der Fassungsvermögen, der hat sogar mehr Platz als beim Sportback, denn ihr habt hier eben ja die 15 cm mehr Länge. Schauen wir mal kurz rein, hier gibt es so ein Netz, was ihr hier so reinspannen könnt. Das ist immer sehr, sehr praktisch im Alltag. Ich mache es hier auch mal, denn hier drunter könnt ihr dann beispielsweise irgendwie eure Sporttasche, aber auch Einkaufstüten und so reinmachen. Apropos Einkaufstüten, ich mache das hier mal auf. Hier habt ihr dann auch nochmal einen kleinen Haken, wo ihr dann was verstauen könnt und hier einhaken könnt. Und auf der Seite da drüben habt ihr noch eine 12 Volt Steckdose. Hier haben wir dann noch einen doppelten Ladeboden, zeige ich euch auch noch ganz schnell. Ich habe ehrlicherweise noch nie was dort verstaut. Falls ihr es gemacht habt oder ihr das sehen wollt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob euch das so sehr interessiert. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam noch auf die Rückbank gehen. Nein, halt, stopp, ich bin total bescheuert. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass ich vorne mal reinspringe und ich zeige euch den Sound. Ich bin ja so bescheuert. Sportabgasanlage, wir haben jetzt hier eine variable Anpassung des Klappenauspuffs, bedeutet jetzt, die Klappe geht auch früher auf, wenn wir im RS-Modus sind beispielsweise oder im Dynamik-Modus. Ich gehe jetzt vorne rein und dann hören wir uns den mal an. Und was sagt er? Ich finde, es knallt schon ziemlich arg. Aber was wir jetzt als nächstes machen, ist auf die Rückbank springen. Ich bin 1,64 Meter klein und dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit.
Ja, hier hinten angekommen. Erstmal, das ist mein Lieblingsinnenraum, wie ihr ihn jetzt hier beim RS3 konfigurieren könnt. Ihr bekommt ihn jetzt nochmal in so einem sehr starken Grün, in einem sehr starken Rot. Haben wir euch beide statisch im Studio vorgestellt. Und hier die Python-gelbe Variante hat hier den zurückhaltendsten Innenraum bekommen. Viel Alcantara, Rautenmuster, was man eben von Audi kennt. Hier außen dann Kunstleder. Auch ein bisschen Seitenhalt für die hinten mitfahrenden Kopfstützen könnt ihr auch gut einstellen, sind relativ weich gepolstert. Und wir haben auch eine Mittelarmkonsole mit 2 Cupholdern. Hier die Polsterung ist auch ganz okay. Ich finde auch die Höhe ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier hinten drin sitze, geht es ja auch um die Größe und um die Platzverhältnisse. Und ich habe nach oben hin 1,5 Fäuste Platz. Nach vorne hin habe ich ja aktuell 3 Fäuste Platz, aber wir haben den Sitz schon sehr weit nach vorne gemacht. Und ich fühle mich hier wohl. Ich glaube aber, wenn man dann so Richtung 1,90 Meter geht, könnte es dann schon etwas enger werden. Mitteltunnel haben wir dafür hier sehr hoch. Das heißt, derjenige, der in der Mitte sitzt, hat es nicht so bequem. 2 USB-C-Anschlüsse und hier haben wir dann auch noch hier so einen Drehregler für die Lüftung, die wir hier vorne haben. Jetzt würde ich sagen, als nächstes schauen wir mal gemeinsam in die Tür. Ich rutsche mal zu euch vor und die mag ich super gern, denn die ist hier einerseits sehr sportlich geschwungen. Wir haben hier auch nochmal einen sportlichen Schwung drin. Was ich nicht so mag, ist, dass die Armauflage vielleicht ein bisschen besser hätte gepolstert sein können. Hier dann nochmal Alcantara an den Seiten und hier unten dann relativ viel Hartplastik. Ja, zur Hartplastik-Thematik sage ich dann vorne nochmal was, wenn wir im Innenraum vorne sind, weil da gibt es im Vergleich zu meinem alten S3 ein paar Defizite. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam vorgehen. Ich mache die Motorhaube noch auf und dann sprechen wir über das Herzstück, über den Motor. Wir haben hier vorne angekommen, erstmal kommt her, denn wir haben jetzt hier optional noch eine Carbonabdeckung. Ist sehr schick, ich weiß aber nicht, ob ich sie mir ehrlicherweise dazu konfigurieren würde, denn sie kostet schon einiges und vor allem, wie oft macht man seine Motorhaube auf. Aber was wir sehen ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5 in Rot markiert, 5 Zylinder mit der unreinen Zündreihenfolge 1, 2, 4, 5, 3. Mega der geile Sound, ihr habt den ja gerade schon gehört und wir haben jetzt hier 400 PS und 500 Newtonmeter maximales Drehmoment, also 20 Newtonmeter mehr als der Vorgänger. Der ist in 3,8 Sekunden auf 100. Fährt vom Max, wie ich euch ja schon gesagt habe, entweder 250, 280 oder 290. Verbraucht nach WLTP irgendwas zwischen 8,3 und 8,7 Liter, je nach Konfiguration. Ja, und was wir jetzt als nächstes machen, ist hier mal zu. Wiegt ungefähr auch 1650 Kilo. Wir gehen jetzt aber gemeinsam rein. Ich zeige euch noch das Infotainment, die Sitze vorne und dann fahren wir endlich gemeinsam los, oder? Falls ihr darauf Bock habt, dann kommt jetzt gerne mit. Weiter geht es jetzt hier wie versprochen mit dem Innenraum. Und eine Sache, die ich euch ganz vergessen habe zu sagen, ihr bekommt hier auch ein Glasschiebepanorama-Dach. Das haben wir jetzt hier leider nicht optional drin, darauf könnt ihr verzichten. Kostet ungefähr 1100 € Aufpreis und ihr bekommt das Dach auch nochmal schwarz lackiert. Das erste Mal jetzt beim RS3. Sieht sehr schick aus, haben wir jetzt in diesem Fall aber auch nicht. Und was wir als allererstes machen, sind die Sitze mal besprechen. Wir haben jetzt hier diese Rautensteppung, die wir auch schon auf der Rückbank haben. Hier unten auch sehr weich gepolstert. Ihr habt dann auch noch so eine Verlängerung hier für die Kniekehlen. Falls ihr sehr lange Beine habt, ist das sehr bequem dann dadurch. Seitenpolsterung hier bei den Sitzen. Hier oben sind die Seitenbacken auch sehr weit ausgeformt, aber gut gepolstert. Hier oben dann auch nochmal für die Schultern integrierte Kopfstütze, RS-Logo hier integriert. Ich mag die Sitze, genau die würde ich wählen. Dieses Grün und dieses Rot, das finde ich schon okay, aber ich glaube, da sieht man sich relativ schnell satt. Was wir als nächstes machen, ist uns mal die Tür anschauen und da will ich gar nicht so viel reden drüber, denn die sieht genauso aus wie auch auf der Rückbank. Wir haben oben ein bisschen Hartplastik, sonst die schön geschwungenen Türöffner eben, auch die Armauflage könnte ein bisschen mehr gepolstert sein. Unten haben wir ein bisschen Hartplastik, aber ausreichend Platz eben für eine große Flasche. Wenn wir uns jetzt hier das Cockpit anschauen, haben wir Carbon, sehr gut verarbeitet. Quattro steht jetzt hier nochmal integriert drauf. Die Lüftungsdüsen haben jetzt hier so einen silbernen Schmuck, nenne ich es jetzt mal. Also es ist eben silber hier lackiert. Es gibt es auch in Rot und in Grün. Ich würde auf jeden Fall die silberne Variante nehmen. Das Infotainment-System ist hier jetzt sehr schön integriert. Sieht so ein bisschen aus wie bei Star Trek oder so. Ihr habt jetzt schwarze Flächen drumherum. Da das Infotainment-System. Und hier dann die Mittelkonsole. Sehr viel Klavierlack, das muss man mögen. Ich bin nicht der größte Klavierlack-Fan. Und hier, ich habe es euch ja gesagt, ein kleiner Kritikpunkt, beziehungsweise für mich ist es ein großer Kritikpunkt, relativ viel Hartplastik hier vorne. Hier dann Cupholder, die ihr noch so auf und zu machen könnt. Die funktionieren gut, sind auch sofort verständlich. Hier habt ihr dann auch noch ein kleines Fach, wo ihr was verstauen könnt und eben das obligatorische Audi-Tüchlein, mit dem ihr dann eben hier die ganzen Klavierlackflächen sauber machen könnt. Was ich auch gern mag, ist, dass man hier nochmal einen Platz für den Schlüssel hat.
RS. Mein einziges Problem daran ist nur, dass ich nie den Autoschlüssel getrennt von meinem Haustürschlüssel dabei habe, deswegen würde er da nicht reinpassen. Aber wenn ihr das wollen würdet, hättet ihr hier Platz. 12 Volt Steckdose und hier habt ihr auch noch die Parkbremse. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass Jan mal reinkommt und dann erzähle ich euch noch was hier zum Lenkrad, zum Wörthe Cockpit Plus und zum Head-Up-Display, was wir jetzt hier haben. Und fangen wir erstmal hier mit dem Lenkrad an. In der Mitte Audi auf dem Pralltopf, hier unten dann RS. Unten abgeflacht, perforiertes Leder. Das gibt es jetzt auch hier Alternativen voll Alcantara und hier oben dann eben noch meine 12 Uhr Markierung. Hier rechts habt ihr dann alles für die Sprachsteuerung und könnt hier auch die Lautstärke regeln, was ich sehr gut finde. Habt hier dann noch den RS-Knopf. Wenn ich hier drauf drücke, gehen wir in 2 verschiedene RS-Modi. Ich erzähle die euch bzw. erkläre die euch gleich nochmal in Ruhe. Und hier drüben über die View-Taste könnt ihr dann da vorne verschiedene Ansichten wählen. Und innerhalb dieser View-Tasten könnt ihr euch dann beispielsweise, ich nehme mal die, wo man die größte Ansicht hat, kann man auch hier beispielsweise alles noch zum Telefon, zur Navi anzeigen lassen. Ich mag am liebsten eben die Navi-Anzeige. Wenn ihr die jetzt groß macht, habt ihr eben die Navi ganz, ganz groß. Was jetzt neu bei Audi ist, möchte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Und zwar ist es diese Ansicht hier in der Mitte. Es soll so ein bisschen an eine Startbahn erinnern. Habt ihr eben hier die Drehzahl und wie schnell ihr fährt, in welchem Modi ihr gerade seid. Die ist sehr cool. Vor allem, wenn man Launch Control macht, zählt die eben runter. So viel habe ich euch jetzt hier gezeigt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam noch das Head-Up-Display anschauen. Das haben wir jetzt hier vorne drin. Da habt ihr Informationen über die Geschwindigkeit und auch über das Motoröl in dem Fall eingestellt. Lüftungsdüsen sind jetzt hier oben angesetzt. Das mag ich persönlich nicht so gern, aber es ist Geschmackssache. Und als nächstes sprechen wir jetzt über das Infotainment-System, was ich jetzt schon kurz angeteasert habe. Das ist jetzt hier vorne in der Mitte und das ist das MIB, also der modulare Infotainment-Baukasten, haben wir euch schon ganz oft vorgestellt. Und hier haben wir jetzt eben verschiedene Dinge, die ich euch gerne zeigen würde, wie beispielsweise das Audi Drive Select. Und hier habt ihr jetzt seit neuestem Efficiency auch beim RS3 dabei. Sehr witzig, das heißt, ich soll den jetzt hier auch nachhaltig fahren können. Finde ich natürlich sehr gut. Dann habt ihr hier Komfort, Auto, Dynamic. Und ihr habt jetzt hier diese 2 RS-Modi, die ihr jetzt auch noch direkt am Lenkrad betätigen könnt. Und individual, was kann ich da alles einstellen? Genau, da ist der Knopf, den ich vorhin gedrückt habe. Ihr könnt den RS-Torque-Splitter einstellen auf komfortabel, ausgewogen oder sportlich, den Antrieb effizient, ausgewogen oder sportlich, Fahrwerk komfortabel, ausgewogen oder sportlich, Lenkung ebenso, den Motorsound und auch das ESC eben ein- oder sportlich. Und ihr habt aber auch nochmal die RS-Performance-Einstellung, komfortabel oder sportliches Fahrwerk extra nochmal in der Einstellung und auch die Lenkung hier in dem Fall nochmal angepasst und das ESC. Das finde ich sehr cool, da besprechen wir dann gleich noch mehr bei der Fahrt. Dann haben wir hier noch alle Assistenzsysteme, die ihr eigentlich braucht für teilautonomes Fahren Level 2. Ich zeige sie euch ganz kurz: eine Tempowarnung, adaptiven Fahrassistent, Abstandswarnung, Spurverlassenswarnung, Audi Presense, Gefahreninformation und eine Müdigkeitsempfehlung oder in diesem Fall heißt es eben Pausenempfehlung. Und als nächstes zeige ich euch noch den RS-Monitor, den finde ich richtig cool. Hier habt ihr dann die Übersicht der Temperaturen, Motoröl, Kühlmittel, hier habt ihr dann so eine Farbskala, Getriebeöl wird hier auch nochmal angezeigt, habt hier auch noch die G-Meter, und habt hier auch noch die Reifendruckkontrolle. Sobald ihr über 25 km/h fahrt, könntet ihr euch die dann ein bisschen genauer anschauen. Klimaanlage und so weiter ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Ich habe euch jetzt hier das Wichtigste gezeigt. Wir haben jetzt hier noch mal einen Knopf für Drive Select. Falls man das nicht da vorne im Infotainment-System einklicken möchte, kann man hier eben auf Efficiency, Komfort, Auto oder Dynamic springen. Ich komme jetzt aber nicht auf die RS-Punkte, sondern muss hier dann wirklich auch auf den RS-Knopf drücken. Fast schon so wie den R8. Fast zumindest. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren und ja, darum geht es in diesem Video. Also würde ich sagen, ihr kommt mal mit. Weiter geht's jetzt wie versprochen mit der Fahrt, aber erstmal möchte ich euch noch einen ziemlich coolen Trick zeigen und dafür müssen wir jetzt hier die Zündung anmachen, auf Drive Select, dann auf Dynamic und dann startet ihr jetzt einfach ein bisschen lauter, damit könnt ihr eure Nachbarn ärgern. Ihr habt es gehört, hört sich schon mal sehr gut an. Oder auch euren Freund, eure Freundin. Jetzt drückt mal ein paar Mal aufs Gas. Ja, der hat Bock, der will los. Vorne habt ihr jetzt schön den Hockeystick drin. Ich mag die Ansicht am liebsten. Habt da auch nochmal eben die Drehzahlanzeige. Was wir jetzt noch machen ist, kurz die Rückfahrkamera anschauen. Auch die ist wichtig. Schaut mal, da könnt ihr runter ins Tal schauen auf Athen. Sehr, sehr cool. Wir haben jetzt hier mega die schöne Strecke, die wir gemeinsam fahren werden. Und was machen wir zuerst? Wir gehen jetzt in D in Dynamic sind wir schon, dann fahren wir jetzt mal gemeinsam los und besprechen jetzt mal, wie er sich so fährt. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass wir jetzt ja hier den Torque-Splitter haben. Und was macht der Torque-Splitter? Der schafft es jetzt hier auf den Straßen, auch wenn die wirklich nicht immer sauber sind,
echt gut zu kleben und das ist krass. Ein Torx-Splitter ist ja quasi genauso wie ein Allrad, nur dass er eben hinten an den Rädern das Drehmoment verteilt. Was ich euch ganz vergessen habe zu zeigen, was auch sehr, sehr wichtig ist, ihr habt hier unten auch noch dieses Torque Rear. Das heißt, wenn ihr das aktiviert, könnt ihr eben viel, viel besser driften. Jetzt gehen wir nochmal zurück in Dynamic, fahren jetzt hier hoch und hört ihr das? Das ist ein absoluter Traum. Das macht richtig Spaß und beim Driften ist es eben immer so, dass das kurvenäußere Rad dann halt eben die ganze Power bekommt in diesem Modus und man kann halt eben super easy driften, sogar ich habe das geschafft. Und wenn wir jetzt hier so durch Griechenlands Straßen fahren, fällt mir auf, dass wir hier erstmal sehr, sehr spurstabil sind. Dafür ist der Torx-Splitter auch gut. Wir haben hier ein sehr geiles Einlenkverhalten und auch der Motorsound ist einfach Weltklasse. Es macht richtig viel Spaß hier zu fahren. Wirklich richtig viel Spaß. Ich komme kaum aus dem Grinsen hier wieder raus. Jan grinst auch schon den ganzen Tag. Es ist wirklich wundervoll, mit diesem Auto hier unterwegs zu sein. Aber man möchte ja vielleicht nicht immer so ballern, wie es jetzt gerade hört, sondern es gibt ja auch noch andere Modi. Und da können wir beispielsweise auch sehr komfortabel hier unterwegs sein. Und ihr hört jetzt, der Sound wird viel zurückhaltender, auch die unebenen Straßen werden jetzt hier angenehmer für mein Steißbein, denn die Federung passt sich auch an, die Lenkung passt sich an, die Gasannahme passt sich an und der Sound passt sich an und so haben wir eben ein viel komfortableres Fahrgefühl, können damit beispielsweise auch die Kiddies beim Kindergarten abholen, ohne dass man zu sehr auffällt. Wenn man dann aber wieder auffallen möchte, das machen wir jetzt noch einmal gemeinsam, gehen wir jetzt hier nochmal in Dynamic und ja, mega geiler Sound, richtig tolles Auto. Es ist ein absoluter Traum. Ich habe hier auch wirklich richtig Bock, in die Kurven reinzufahren. Und ja, jetzt geht es natürlich auch um den Verbrauch und der ist angegeben bei 8,3 bis 8,7 Liter. Wir haben jetzt eher, vor allem berghoch, Richtung 10, eher 11 Liter gebraucht. Das ist natürlich ein Verbrauch, den hatte ich beispielsweise damals auch im Durchschnitt mit meinem S3. Wenn man da viel aufs Gas drückt, tut es halt einfach weh, auch im Geldbeutel. Aber dafür habt ihr ja auch noch den Efficiency Mode und der ist jetzt ganz neu beim RS3. Heißt, ihr könnt jetzt auch drauf gucken, dass ihr nicht zu viel verbraucht. Das haben wir jetzt ehrlicherweise nicht wirklich gemacht hier in den Test durch Athen, weil wenn man so ein Auto mal fahren kann, guckt man jetzt nicht, wie man hier am sparsamsten fahren kann. Ihr könnt damit aber eben hier auch den Verbrauch optimieren. Head-Up-Display habt ihr jetzt hier auch. Da vorne habt ihr dann den Spurhalteassistent nochmal, den ihr integriert habt und auch sehen könnt. Ihr habt die Geschwindigkeitsanzeige und vor allem habt ihr auch eine Verkehrszeichenerkennung. Könnt auch die Assistenzsysteme jeweils einstellen. Habt ein Abstandsregeltempomat, habt einen Spurhalteassistenten, eben alles für teilautonomes Fahren Level 2. Werdet auch gewarnt, falls ihr zu müde seid und habt auch einen Eco-Assistent. Ich fühle mich hier drin sehr, sehr wohl. Der ist kompakt, der ist sportlich, der macht Bock, der Sound ist einfach mega geil. Ein Traumauto, eine Traumstraße. Was wir jetzt noch machen, ist jetzt wieder zurück in Dynamic, weil Efficiency sind wir jetzt genug gefahren. Und erstmal, wir haben jetzt hier 20 Newtonmeter mehr Drehmoment als im Vergleich zum Vorgänger. 500 Newtonmeter ist eine Ansage und das merkt man jetzt auch. Wenn ich jetzt hier aufs Gas drücke, ist das Ansprechverhalten einfach krass. Der ist sofort da, der will sofort los. Früher hat man ja immer noch so ein kleines Loch gespürt, das ist jetzt in dem Fall nicht mehr da. Wir haben jetzt hier übrigens einen 7-Gang DSG, das ist nicht verwirrt, das ist super, das funktioniert sehr, sehr gut. 5 Zylinder, geiler Sound, die Lenkung ist mega gut, ich bin happy. Wenn wir jetzt hier die kurvigen Straßen hochfahren, die immer schlechter werden, möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die sehr cool ist. Und zwar habe ich gerade auf den RS-Knopf hier gedrückt und ihr habt jetzt hier einmal RS Individual und da könnt ihr eben den Torx-Splitter einstellen oder eben nochmal draufklicken, dass ich euch zeigen kann, den RS Performance. Und hier könnt ihr das Fahrwerk komfortabel oder sportlich einstellen. Heißt, für solche Strecken würde ich es jetzt eher komfortabel einstellen. Ihr könnt es aber beispielsweise auch sportlich einstellen. Kommt ihr danach drauf an, wo ihr halt gerade unterwegs seid. Übrigens habt ihr hier auch noch so kleine Schaltpedal, wo ihr eben das 7-Gang DSG mitschalten könnt. Seid dann auch direkt im manuellen Modus, wenn ihr dann da möchtet. Die finde ich ein bisschen klein, ehrlicherweise. Da komme ich recht schwer dran. Ist aber auch nur meine kleine Geschmackssache. Was wir jetzt aber machen, ist zurückfahren. Kommt mit. So Leute, ich darf jetzt noch auf die Rennstrecke, deswegen sehe ich jetzt ein bisschen bescheuert aus. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und erstmal starten wir jetzt hier den RS3. Vorne Start, Stopp. Wir haben jetzt hier die Flugbahn. Und das macht richtig Bock loszufahren. Wir gehen jetzt mal hier los, schauen mal in welchem Modus wir sind. Wir sind jetzt erstmal in Dynamic und da vorne steht es jetzt Start und wir gehen jetzt einfach mal los. Ja, knallt würde ich sagen. Schaut mit mir mal da vorne hin, wie schön die Strecke jetzt hier ist. Bremse ist wirklich fantastisch. Wir haben jetzt hier auch wieder die Carbon-Bremse, habe ich euch ja schon vorgestellt, diesmal aber eben auf der Rennstrecke und nicht auf den griechischen Straßen.
großartig. Und was wir jetzt haben, sind zwei verschiedene Modi. Wir haben ja jetzt hier den Dynamic-Modus drin. Wenn ich aber möchte, kann ich hier eben auch den Performance-Modus reinmachen. Und der ist eben genau auf diese Straßen hier ausgelegt. Heißt, der hat ein bisschen weicheres Fahrwerk, aber trotzdem alles andere, also den Motor, den Sound und so weiter, eben auf sportlich getrimmt. Und ich kann hier trotzdem eben viel satter auf der Straße fahren. Bremse ist wirklich ein Träumchen, macht total Spaß, hat eben nicht mehr die Probleme, die der RS3 davor hatte, mit dem Fading zum Beispiel. Und hört mal diesen Sound an und der beschleunigt vor, unfassbar. Wir sind jetzt hier bei 160, arge Bremsung, Jan, halte ich fest. Ja, schon geil, wirklich. Die Lenkung ist so schön direkt, ich mag das total gern. Man kann jetzt hier auch in die Kurve beschleunigen und der bricht nicht aus. Das Torque Vectoring ist ein absoluter Traum. Großartiges Auto. Ich will es eigentlich gar nicht mehr hergeben. Ich habe jetzt noch eine Runde, die ich hier fahren darf. Die mache ich jetzt allein und bedanke mich, dass ihr kurz dabei wart. Danke euch. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und genau hier fühlt sich der RS3 wohl und zwar auf Asphalt. Und wir durften ihn jetzt hier auf den Straßen Athens testen, aber gleichzeitig eben auch auf der Rennstrecke und ich bin mega happy, dass ich das machen durfte und genau da fühlt er sich eben wohl. Es ist ein Auto, was auf die Rennstrecke kann und da auch stolz sein darf. Er hatte jetzt hier auch den Rundenrekord geholt. Sehr gut gemacht. Und aber gleichzeitig eben auch mit einer großen Spreizung alltagstauglich. Und was man sagen muss, dieses Auto ist schon eher was für Freaks. Es ist was für Leute, die einerseits zeigen wollen, dass sie auf Motorsport stehen, dass sie auf Motoren stehen und andererseits eben auch für Leute, die relativ viel Geld haben. Über den Preis sprechen wir aber später. Und jetzt erstmal zur Optik. Ich habe euch ja jetzt ganz viel über die Optik zugesäuselt. Ich finde die mega. Ich mag es, dass er so unfassbar aggressiv aussieht. Er sieht so ganz anders aus wie viele Elektroautos, die ich euch jetzt hier auf dem Kanal vorgestellt habe oder auch Jan vorgestellt hat. Es ist fürs Auge irgendwie schön und ich stehe eben auf die Limousine. Ich würde immer die Limousine nehmen. Aber es ist jetzt sehr viel zu meinem Geschmack. Was natürlich jetzt auch gut ist, ist, dass ja der RS3 bzw. die Leute von Audi die Fehler behoben haben, die er davor hatte. Das heißt, die Bremse wurde optimiert, Ansprechverhalten vom Motor ist jetzt besser und wir haben jetzt hier auch noch das Torque-Splitting drin bzw. den RS-Torque-Splitter. Heißt, ich kann damit auch viel einfacher driften. Vielleicht im Straßenverkehr sollte man es nicht so sehr machen, aber auf der Rennstrecke macht es umso mehr Spaß. Und wenn wir jetzt hier vorne angekommen sind, sprechen wir über das Thema, was mir am meisten wehtut. Es ist der letzte Verbrenner seiner Art, es ist der letzte Fünfzylinder, wahrscheinlich der letzte Fünfzylinder bei Audi, der letzte RS3, das tut mir schon sehr, sehr weh. Und was auch weh tut, ist tatsächlich der Preis. Er beginnt nämlich beim Sportback bei 60.000 € und als Limousine bei 62.000 €. Das ist aber nicht alles, wie bei Audi ist es leider so oft. Alles, was jetzt rein konfiguriert ist, macht locker nochmal 20.000 € aus und dann liegen wir bei einem Preis von 85.000 €. Das tut weh. Falls euch das zu teuer sein sollte, könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Wir zeigen Verbrenner und auch Elektroautos. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video so fandet und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!